وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء كاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التوقيت أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابته وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون ترجمة إن شاء الله شوي مع سيدي محمد إن شاء الله أي واحد لا يفهم إنجليزي تفضل سنة نسمع خطبة إن شاء الله أيها المؤمنون or believers Juma Mubarak as is holy time still from Hajj and special time, but there is a special time always. Allah subhanahu wa ta'ala is saying to Bani Adam, to the human being, don't curse the time, because I am time. People, they are cursing time, they are saying, yeah, this time, this. Allah is time. He makes the time, and He is time. And there is openings good for believers. For a believer, there is only good news. And the believer is towards the opening of his heart more and more. That means good news. Anyway, he knows that his life is, body life, physical life on this earth is in two states. Maybe happy or unhappy, or easy and not easy, or contracted or opposite. Expanding. That is two states. And we go on this simple level, most simple level, every Muslim, we're not talking about anyone, human being, as a Muslim, as a believer, for God Almighty, He has these two states, and each state of this is asking one behavior. If you are happy, it's easy for you, you must be thankful. Very simple. You must be thankful. You have to thank Allah Almighty for everything. What comes to your mind, what comes to your heart. If you want to be occupied with to be thankful, you cannot finish in 24 hours, 1 second. It's not a moment. You cannot say thank you. If you look for it. But we are not like this. There is thinking. If you think, He gives you more. If you are not thinking,
he takes away. Why? Because you forget everything. He must bring you back to the other state, not lucky state, to wake you up. That is our situation. When you are in an unlucky phase, that is also written, this is also destiny, it may happen for many reasons, then the other one behavior must be patience. Very simple. Patience. You must be patient. Patience, and through our masters, and anyone who is keeping that advice, he will go fine. And he will understand. He will work it out. It is working out. It's working out. It's not that you always good, always. No, that is what the human being, not thinking about the wisdom of Allah, he's in a bad state. What he's doing, he drinks something, he takes drugs, he may so finish the problem for some hours. After these hours, is worse. Much worse. There is a trap from Shaitan. So many people, youngsters and not youngsters also, all the people, they are getting into that trap. May Allah protect us, inshallah. Und Bruder und Schwestern, Juma Mubarak, ist eine gute Zeit, heilige Zeit, und die Zeit ist immer gut. Allah hat gesagt zu seinen Dienern, verflucht nicht die Zeit, weil ich bin die Zeit. Und er macht die Zeit, was da drin passiert. Und es ist eine Aufbruchzeit, es ist eine immer Änderung. Und für einen Gläubigen, der daran glaubt, an Allah glaubt, an den Propheten glaubt, an die Propheten glaubt, für den gibt es im Grunde genommen nur gute Nachrichten. So oder so. Weil er bewegt sich in Richtung der Öffnung seines Herzens. Und es kommt nur auf eins drauf an, für den Menschen, seine ganze Glückseligkeit und seine ganze Erfüllung, unermessliche Erfüllung liegt daran, dass er sich, sein Herz, seinem Herrn hingibt. Sein Herrn hat ihn erschaffen. Also es geht nur darum. Es geht nur darum. Daran findet er sein Glück und seine Glückseligkeit und die Ewigkeit. Es gibt zwei Zustände, hauptsächlich generell für den Menschen, gläubigen Menschen oder Menschen überhaupt, Menschen. Und zwar ist er im Glück, er befindet sich in einer glücklichen Phase, einer expandierenden Phase, weiten Phase oder er ist in einer unglücklichen Phase, in einer beengten Phase, schwierigen Phase mit Schwierigkeiten. Und da gibt es diese zwei Zustände hat er immer. Im ersten Zustand soll er dankbar sein. Da muss er dankbar sein. Dankbarkeit für alles. Erstmal für das, was er bekommt, liegt ihm am nächsten natürlich. Aber wenn er clever ist und wenn er noch weiter denkt, dann wird er, Al-Rasali hat es beschrieben in seinen Stufen der Gottesliebe, über Dankbarkeit. Du kannst, wenn du anfängst und möchtest gern dankbar sein und suchen, wofür du dankbar sein könntest, überall, dann kannst du 24 Stunden reichen da überhaupt nicht aus, um alles festzustellen. Also das ist ohne Ende, wenn man will, so wie die Heiligen das tun. Dann, Dankbarkeit ist wichtig. Wenn man das unterlässt, du nimmst nur und bist nicht dankbar. Ja? Die Leute kommen zum Scheikh, sagen, Scheikh, ich habe Probleme und dies und das und das. Der Scheikh sagt, Mensch, lies doch erstmal 40 Fatihas und dann komm zu mir. Dann lies mal 40 Fatihas, bevor du mit einem Problem kommst. Oder lies 100, ist besser. 100, 70 bis 100. Nee, 700 bis 1000. Wenn du bis 700 bis 1000 Fatihas gelesen hast und hast immer noch das Problem, komm zu mir, ich schieße dich zum Mond. Ist okay. Das ist Maulana. Maulana Scheikh Nazim, kann das Stellvertreter. Um das zu illustrieren. Die kommen zu ihm, fragen ihn was und er löst dann tatsächlich, manchmal durch seine Baraka, hat er viele Sachen gelöst. Dann sehen die ihn nie wieder. Erst wenn das neue Problem kommt, hallo Scheikh, seid dankbar Allah gegenüber. Ihr wisst, es kommt von Allah. Durch den Scheikh, durch wen auch immer, es ist von Allah. Ihr müsst dankbar sein für alles. Nicht vergessen zu bedanken. Was passiert? Der Dankbare kriegt mehr. Der Undankbare, dem muss er praktisch, der entzieht sich selber und er muss in eine unglückliche Situation kommen. Muss er. Wenn er das nicht würde, würde er nie aufwachen. Er
muss aufwachen. Er geht in die Raffler, er wird unachtsam, er macht Mist und er ist rebellisch vielleicht, und dann muss er mit Astaghfirullah wieder zurück. Der andere Zustand ist der Zustand der Beengung und der Probleme und der Einengung, und der verlangt von einem Gläubigen, nicht nur Gläubigen, nee, von Menschen. Menschen machen uns das vor. Menschen, Christen, Juden, alle möglichen, Ungläubige, Atheisten, was weiß ich, Kommunisten, die sind geduldig. Kannst du Geduld lernen, o Muslim? Ja, oft. Die sind geduldig in ihrer Situation. Geduld ist das Gebot, ja, wenn irgendwas schwer ist. Der Grund für den Gläubigen ist viel stärker, weil er hat die Hoffnung, er hat immer die Hoffnung, er weiß, dass diese Sache zu Ende geht. Und selbst wenn es ganz schlimm sein sollte, und es gab ganz schlimme Zeiten, es gibt immer noch ganz schlimme Sachen, auch diese werden aufhören, ja, mit dem Ende des Lebens. Jeder lebt 20, 40, 60, 80 Jahre. Und man weiß, ja, das ist eigentlich nichts im Verhältnis, und es ist ein Auftauchen aus dem Ozean der Barmherzigkeit von Allah Almighty, von Allah, und ein Erscheinen und wieder weggehen. Ja, es ist eigentlich sozusagen nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Dieses hört auf, hat seine Weisheit und hört auf. Dieser Zustand muss aufhören, und es ist der Eintritt in einen besseren Zustand. Das ist überall im Koran wird das beschrieben. Al-Akhiratu khairu laka min al-ula. Ja, kommst du rein in eine andere Sache. Das weiß einer. Wissen, Glauben. Ein guter Glaube daran ist in Ordnung. Man kann das nicht verstehen oder muss es nicht verstehen. Man muss es glauben, ja, und wissen, dass es so ist, weil der Prophet es gesagt hat, alle Propheten es gesagt haben, alle Heiligen es sagen und gesagt haben und jetzt sagen. Ja, und die Vertrauenswürdigen. Du hast keine Wahl, als auf die Vertrauenswürdigen zu hören und dich zu richten, nach ihnen auszurichten. Damit nicht Shaitan oder Ego oder diese Welt mit ihren Ablenkungen und endlose Wünsche, Vorstellungen, ich weiß nicht, tausende Vorstellungen, die wir alle gespeichert haben, ja, nicht uns überwältigen oder in eine Falle ziehen. Möge Allah uns helfen, inshallah. Und immer mehr Öffnungen mit unserem Scheikh und mit Mehdi a.s. Kommen neue Öffnungen. Seid mit dem Scheikh, ja, einfach spirituell verbunden. Lasst die Bilder nur, soweit ihr sie braucht. Es ist Haqq. Es ist Haqq, und es geht auf, und man braucht nur einen Muslim, und Brüder und Schwestern müssen nur mit ihr Herz verbinden. Mit ihr Herz verbinden, und dann gehen sie mit in alle Öffnungen, in alle Segnungen, die mit dem Scheikh kommen, und mit Mehdi a.s. und mit den anderen Heiligen, mit Prophet Mohammed, alle Segnungen nimmst du daran teil. Ja, das ist das Prinzip, inshallah. Möge Allah uns schützen. Und die Ummat al-Muhammadi verbessern, alle Menschen schützen, und auf der ganzen Welt, und alle zum Licht führen, zu seinem Licht, zu seiner Liebe. Es gibt nichts anderes außer sein Licht und seine Liebe. Die Awlim wa Akhiri. Allah in ahsana kalam wa qawaid idham kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kalam wa dhakuriyatul Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تزيما لنبيه تكريما لفخامة شان سفين فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله